Herzlich willkommen zu meinem Video zu diesem speziellen Instrument, dem vierventiligen Flügelhorn. Das vierte Ventil ist ein Quadventil. Und das Video beschäftigt sich eigentlich nur mit der Frage, spiele ich das vierte Ventil mit dem Zeigefinger der linken Hand, bedingt durch eine solche Handhaltung, oder spiele ich das vierte Ventil mit dem kleinen Finger der rechten Hand. So. Quadventile sind normalerweise an Piccolo-Trieben verbaut. Da ist es dann ein Gelegenheitsventil oder auch Hilfsventil genannt, weil man es wirklich nur für die tiefsten Töne gelegentlich mal einsetzt, normalerweise nicht in höheren Lagen. Da reicht es aus, wenn man das vierte Ventil als Gelegenheitsventil mit dem kleinen Finger der rechten Hand spielt. Das Instrument ist super klein und die restlichen Griffe muss ich gar nicht weiter hinterfragen. Das ist beim vierventiligen Flügelhorn aber anders, weil ich auf diesem Instrument das vierte Ventil ja nicht nur für ganz wenige Töne benutze, sondern für den gesamten Tonumfang. So sollte es zumindest sein. Man sieht auf Fotos von Profis, Pacho Flores, Sergei Nakarjakov, ich halte ihn mal in die Kamera, dass die Profis alle die Hand so halten. Davon rate ich ganz dringend ab. Grund ist, erstens, wenn man das Ventil mit der linken Hand spielen möchte, ist der Zeigefinger schräg. Man muss gegen die Anatomie der Hand dieses Ventil benutzen. Da könnte man ja sagen, gut, dann spiele ich es eben mit rechts. Das hat aber noch viel mehr Nachteile. Zunächst einmal sollte ich das Instrument so halten, dass der Finger senkrecht ist. Das bedeutet, so, diese Finger greifen hier rein, der Finger ist senkrecht. Für diesen Zweck, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, habe ich mir hier eine patentwürdige Daumenhalterung ausgedacht. Ich hänge das Instrument auf, der Finger ist automatisch senkrecht und so kann ich das vierte Ventil mit dem Zeigefinger der linken Hand ganz bequem spielen. Diese Handhaltung spare ich mir ein. Es gibt keine Spannung mehr zwischen den äußeren Fingern und außerdem muss die linke Hand das Instrument auch gar nicht vollständig festhalten. Ich habe ja immer noch die rechte dabei. Also meine Empfehlung ist ganz dringend, spielt man das vierte Ventil mit dem Zeigefinger der linken Hand, macht man alles richtig. Jetzt kommen die Gründe, warum das für die rechte Hand schlechter ist. Schauen wir uns mal die Anatomie der Hand an. Der kleine Finger ist kürzer. Ich komme da erstmal gar nicht ran. Nun kann man sagen, klar, dann krümmere ich die Finger so. Aber auch so spielt ja normalerweise kein Trompeter oder ein Flügelhornspieler. Ja? Normalerweise legt man die Finger mit dem Fingerkuppen flach auf die Ventile auf, so, und spielt dann. Wenn ich extra die Finger krümmen muss, ja, ist das eine komplette Umstellung und möglicherweise erzeugt das zumindest am Anfang Probleme, die Ventile überhaupt richtig zu greifen. Das ist der eine Nachteil. Nun hat sich die Firma Tein an seinem Flügelhorn einen Trick ausgedacht. Das vierte Ventil ist nach rechts versetzt. Das entspricht der Anatomie der Hand, aber ich bin ja dafür, dass man das Instrument ohnehin nicht mit rechts bedient, sondern mit links. Weitere Gründe sind nämlich, der kleine Finger, der hat jahrelang bis jahrzehntelang nichts anderes gemacht, als in einer Trompete dort im Haltehaken das Instrument festzuhalten. Ist ja nichts Neues. So, die drei Finger in der Mitte, die haben jetzt Jahre bis Jahrzehnte lang wunderbar Trompeten gelernt. Das Gehirn ist darauf eingestellt und alle Signale, die vom Gehirn in die Hand gehen, betreffen nur diese drei Finger. So, jetzt kommt das neue Ventil dazu und ich soll jetzt mit dem kleinen Finger, der jahrelang praktisch nichts anderes gemacht hat, als im Haltehaken das Instrument festzuhalten, ein viertes Ventil bedienen. Das Gehirn macht da nicht mit. Man lernt nie, ein Instrument mit 4 Ventilen in einer Hand zu spielen. Das macht kein Trompeter. Das gibt es nicht. Das gibt es ja nur am vierventiligen Flügelhorn und darauf wird ja niemand als Anfänger ausgebildet. Man fängt ja immer mit der Trompete an. Das heißt, dieses Problem, dass der kleine Finger nichts getan hat und jetzt plötzlich genau die gleiche Aufgabe übernehmen soll wie die anderen Finger, bleibt. Und dieses Problem kriegen wir eigentlich auch gar nicht weg. Deswegen ist die Trennung der Aufgaben viel, viel sinnvoller. Das Gehirn leistet also einen schlechten Dienst, wenn das, was neu ist und das, was alt ist, über den Arm in dieselbe Hand geht. Problematisch ist auch anatomisch, diese beiden Finger teilen sich denselben Nerv. Das nennt sich Nervus ulnaris. Ja?
die sind am selben Nerven dran. Wenn ich nun also die Aufgaben aufteile, was neu ist, ist in der linken Hand und was alt und vertraut ist, bleibt rechts, kann ich das Instrument viel, viel schneller lernen, weil ich ja hier rechts keine neuen Griffe lernen muss. Ja? Ich benutze alle Griffe, die ich vorher schon kannte und muss nur das, was wirklich neu ist an Griffen, Mikrotöne zum Beispiel, Intonationsgriffe, Hilfsgriffe, Triller und so weiter, die lerne ich dann speziell mit dem vierten Ventil für den Zeigefinger der linken Hand. Die vollständige Grifftabelle gibt es auf meiner Webseite kostenlos als PDF-Datei und ihr findet den Link in der Beschreibung unten. Ein weiteres Problem ist die Geschwindigkeit. Wie soll ich sowas mit dem kleinen Finger spielen? Es gibt ein Riesenproblem bei sogenannten Gabelgriffen. Wenn man die Grifftabelle nämlich nutzt, um nachzugucken, welche Töne ich wie vielleicht ersetzen kann, welches Tremolo ich benutzen kann, welchen Triller ich benutzen kann, dann kommen solche Griffe zustande. Es kommen solche Griffe zustande. Es kommen solche Griffe zustande. Solche Griffe, alle möglichen sogenannten Gabelgriffe, wo ich das vierte in Kombination mit den drei anderen spielen muss. Und auch das ist in der Geschwindigkeit nicht zu leisten. Geht nicht. Ich habe es über Monate bzw. Jahre probiert. Es funktioniert einfach nicht. Man ist nicht gewöhnt, mit dem kleinen Finger dieses Ventil adäquat zu bedienen. Alle diese Gründe sprechen dafür, dass man es gar nicht erst probiert. Dass man von vornherein mit dem Zeigefinger der linken Hand bei einer richtigen Handhaltung mit senkrechtem Finger das vierte Ventil mit dem Zeigefinger spielt und nicht mit dem kleinen Finger. Es kommt hinzu, dass es auch auf Flügelhörnern nicht immer einen Haltehaken gibt. Da liegt der Finger dann irgendwo auf dem Schallbecher rum. Ich meine, das sind die Firmen Adams und Getzen. Die liefern also kein Instrument aus, bei dem ein Haken überhaupt montiert ist. Wenn er montiert ist, kann ich, wie ich es kenne, einfach spielen und das Instrument regulär festhalten. Da ändert sich also gar nichts. Die großen Vorteile sind also, das, was neu ist, ist in der linken Hand. Ich lerne es schneller, das Gehirn spielt mir keine Streiche. Und das, was alt und vertraut ist, das bleibt in der rechten Hand. Ich muss nichts Neues dazulernen und alles bleibt, wie ich es kenne, gewohnt. Und deswegen lernt man auf diese Weise das vierte Ventil mit der linken Hand schneller zu spielen, als wenn man alle Finger der rechten Hand für dieses Instrument benutzt.